Ja, hallo, herzlich willkommen bei Techno Composites. Wo ist das Problem, ist unser Aufhänger. Wir haben mal in unserem Archiv geschaut, was war das größte mechanische Problem, was wir hatten, wo man wirklich große Lasten mit GFK abtragen musste. Und da haben wir ein schönes Projekt für euch gefunden. Ihr habt die großen Steine gesehen in einem Förderband, in einem Brecher. Da können auch immer mal Metallteile zwischen sein, von alten Flugzeugen, Schubkarren, Fahrräder, was auch immer man da ausbaggert. Die landen auf dem Förderband, aber man will nicht, dass sie in so einen Brecher reinfallen. Das ist der Grund, warum man Metalldetektoren einsetzt. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn diese großen Steine irgendwo reinfallen, dann braucht man schon eine Form, einen Trichter, was auch immer, was richtig gut hält. Klassischerweise aus Stahl gebaut. Dann hat man so Seitenwände, die 1,5 bis 2 Zentimeter vielleicht dick sind, einfach um die Schläge auszuhalten. Und wenn dann jetzt jemand auf euch zukommt und sagt, Mensch, ich will aber eine Seitenwand da rausgeschnitten haben, 1 Meter breit, 3,50 Meter hoch, das muss metallfrei sein, damit ich mir da einen Metalldetektor reinbauen kann. Und ihr macht das Ding jetzt nicht mit GFK, dann steht ihr vor einem Problem. Wenn man so hohe Lasten abtragen will und auf keine metallischen Werkstoffe zurückgreifen kann, dann überlegt man im Bereich der Kunststoffe oder Holz. Holz passt an der Stelle auch nicht, ihr müsst Kunststoffe nehmen. So, normales PVC, die PET-Flasche kennt man auch. Ob ich die so gestaltet kriege, dass die solche Lasten abhalten, weiß ich nicht. War aber auch nicht unser Problem. Wir nehmen dafür glasfaserverstärkten Kunststoff und mit dem können wir das auch so hinkriegen, dass wirklich so hohe Lasten abgetragen werden können. So, das, was ihr hier seht, ist einmal ein riesen Trichter, also eine Schütte. Kommt ein LKW rangefahren, kippt die ganzen Steine da rein. Die fallen unten in diese komplette Metallkonstruktion. Darunter ist ein Förderband, was dann die Steine nach oben befördert und in ein Brechersystem reinwirft. So, jetzt habt ihr das kleine Problem. Ihr wollt an der Stelle, wo es hier gelb wird, da wollt ihr die Metallkonstruktion aufschneiden und das durch GFK ersetzen, weil das soll metallfreier Raum werden. Kleine Problem dabei ist, wenn irgendwas metallfrei ist, ja, dann ist halt auch kein Metall drin. Das heißt, ich kann keinerlei Edelstahlschrauben verwenden oder Stahlschrauben. Platten kann ich nicht verwenden. Ich kann mich also nur beschränken auf Kunststoffe und Kleben irgendwo. Und trotzdem soll das Ganze eine riesen Last abtragen. Da gehen ja dicke Steine durch, ich sag mal einen halben Meter Durchmesser, die da durchgeschoben werden und permanent an der Konstruktion kratzen. Da muss man sich natürlich für überlegen, wie man sowas denn überhaupt abwickeln will. Wenn man jetzt die Aufgabe hat, eine, ich sag mal 15 bis 20 Millimeter dicke Stahlplatte, die ja völlig anderes Materialverhalten hat als ein Kunststoff, zu ersetzen mit GFK, dann ist das, worauf man kommt, dass man eigentlich eine größere Wandstärke braucht, um halt eben mehr Steifigkeit reinzukriegen. Steifigkeit von GFK gegenüber Stahl liegt ja irgendwo beim Zehntel. Ich muss mir also irgendwas einfallen lassen, um das Ganze steif zu machen, und dafür kann ich natürlich Raum nach hinten nutzen. Das haben wir in dem Fall hier auch gemacht. Wenn man sich den Aufbau anguckt, dann haben wir hier hinten praktisch eine GFK-Platte. Die wird irgendwas um die 15 bis 20 Millimeter an Tiefe haben. Dann habe ich dazwischen Würfel aus U-Profilen, die wir miteinander verklebt haben. Das haben wir deswegen gemacht, um A, Distanz zwischen vorderer und hinterer Platte zu haben und um überhaupt Klebefläche zu haben. Weil wenn ich da irgendwas verbinden will, ich kann keine Schrauben verwenden, ich muss aber riesen Kräfte abtragen, ja, dann mache ich das am besten über die Fläche, und das kann man gut mit Kleben machen. Also haben wir uns aus U-Profilen praktisch kleine Würfel zusammengeklebt, die dann als Klebefläche dienen und auch Kräfte übertragen. So, dann gibt es hier noch Platten, die wir einfach als Querrippen eingesetzt haben, um das Ganze noch steifer auszuführen. Und dann gibt es hier vorne eine Platte, die sorgt dann auch für Steifigkeit in Nähe des Innenraumes von diesem Förderband. Und da sind dann die Kabel untergebracht, die man für so ein Detektorsystem benötigt. Und das, was man hier sieht, sind einfach noch Löcher, in die wir runde
ja, praktisch GFK-Klötze eingeklebt haben, die dann hinterher eine andere Platte aufnehmen, eine Verschleißschutzplatte, und die dafür sorgen sollen, dass Schubkräfte, Scherkräfte, die darauf kommen, vernünftig abgetragen werden und nicht unsere Schraubenköpfe aus GFK abrasieren. Was wir an der Stelle hatten, war, wir mussten in diese gerade Wand noch ein Eselsohr reinkriegen. Und das war richtig kompliziert. Eine Gerade ist ja zu einfach, wenn man eine gerade Wand hochzieht. Das geht relativ einfach. Man hat nur rechtwinklige Schnitte, rechtwinklige Sägungen. Alles, was ich bearbeite, kann ich recht gut miteinander verbinden. Aber das war in diesem Fall leider nicht so. Wir mussten halt eben, um diesen Trichter nachzuformen, halt eben hier wirklich einen Knick reinbekommen. Das sieht man in diesem Foto hier sehr schön. Hier ist praktisch die Knicklinie. Und trotzdem müssen ja diese Riesenkräfte, die auf die Platten einwirken, auch sauber übertragen werden. Deswegen sind wir hier mit praktisch Rippenkonstruktionen hingegangen, ähnlich wie man es auch im Bootsbau machen würde. Und hier seht ihr dann schon die Vielzahl der U-Profile, die wir als Würfel konfiguriert haben, um Klebefläche zu kriegen und die wir dann hier eingeklebt haben. Also Kernelement von dieser ganzen Konstruktion sind ja die geklebten Würfel. Die könnt ihr hier ganz schön sehen, sind also aus U-Profilen gemacht worden, teilweise Versteifungen noch eingeklebt hier an dieser Stelle. Das ist das, was so ein bisschen gelblicher wirkt. Das Graue ist das U-Profil. Die Rücken an Rücken aneinander geklebt, bilden dann praktisch mein U. Und dann haben wir da halt auch noch welche um 90 Grad versetzt eingeklebt, damit man alle Klebflächen hat, die man benötigt. Hier seht ihr die Würfel. Das Bild ist nicht schief. Die ganzen Bauteile mussten ja aufgrund der Schrägen wirklich auch unter Winkel geschnitten werden. Unterschiedlichste Stellen, unterschiedliche Winkel. Und das ist praktisch das Grundelement von dieser Wabenkonstruktion. So, hier seht ihr dann schon mal eins der sehr komplizierten Elemente mit dem Knick drin, hier ganz gut zu erkennen. Also der Aufbau des Trichters war nicht symmetrisch. Linke Seite sah also anders aus als die rechte Seite. Wäre ja auch sonst so einfach. Hier sieht man den Grundaufbau. Also Grundaufbau waren erstmal die Platten, wo man dann Spanten aufgesetzt hat, ähnlich wie im Bootsbau. Ja, und dann kam der weitere Aufbau mit den weiteren Spanten bzw. Rippen und den GFK-Würfeln. Hier sieht man praktisch das fertige Bauteil mit dem Knick. Man sieht auch die Aufnahmen hier praktisch für die elektrischen Leitungen. Dann sieht man hier die Rundungen. Das sind halt die Zapfen, die ähnlich wie bei so einem Legostein praktisch Bauteile ineinander greifen. Da greift Bauteil in Bauteil und sorgt halt bei Scher- und Schubspannungen dafür, dass diese vernünftig abgetragen werden zwischen der Verschleißschutzplatte sozusagen und der tragenden Platte. Hier sieht man den Rahmen nach dem Lackieren. Das Ganze wurde in schöner blauer Farbe lackiert, damit es auch einheitlich aussieht. Hat aber wirklich nur eine optische Funktion. Das, was man hier sieht, ist eigentlich der obere Teil der kompletten Platte. Wir sehen also hier die Verschleißschutzkeramik, dieses relativ dicke Klebebett. Das sind ja auch irgendwas um die 10, 15 mm. Die GFK-Platte mit ihren 15 mm. Wobei dieses ganze Sandwich sozusagen einfach Verschleißschutz ist. Das kann ausgetauscht werden. Alles, was da drunter liegt, ist fester Rahmen. Der soll eigentlich nie getauscht werden. Und in diesem Rahmen ist halt eben eingebettet die Ausfräsung für die Kabel. Und wir sind hier genau an der Knickstelle, wo halt eben ja, das Eselsohr ist und unterschiedliche Platten ineinander greifen müssen. Das Ganze ist so aufgebaut, dass diese Platte vollständig praktisch an den tragenden GFK-Rahmen dran geschraubt wird. Da laufen GFK-Gewindestangen durch, die hier eingeklebt sind. Und auf der Rückseite wird es dann mit GFK-Muttern ja, festgeschraubt und gekontert. Also im Endeffekt konnte man sagen, die GFK-Konstruktion, die war überdimensioniert, so wie wir es gemacht haben. Aber am Anfang hatte man ja auch überhaupt keine Erfahrung. Man wusste nur, da gehen Steine durch. Das ist alles riesig, alles größer, als wir das jemals kannten vorher. In einem weiteren Fall, wo wir weitere dieser Seitenwände gebaut haben, hatten wir die Situation, dass eigentlich gerade Blöcke waren. Und hier wollten wir dann mal nachweisen bzw. nachrechnen, was passiert denn da überhaupt bei den angenommenen Lasten. Und hier kann man sehen, dass die Lasten, die durch diese riesigen Steine da aufgebracht wurden, dass sie schon sehr gut abgefangen werden. Und dass in der Mitte dieser Kassette, die wir da gebaut haben, praktisch eine
Verschiebung oder eine Durchbiegung von 0,1 mm stattfinden würde. Das ist verdammt gering und damit haben wir auch den rechnerischen Nachweis geführt, dass GfK an dieser Stelle tatsächlich die Stahlseitenwand ersetzen kann. In der Praxis konnten wir das dann auch beobachten. Ihr habt jetzt gesehen, dass man riesige Lasten metallfrei und mit einem Kunststoff, also einem Faserverbundkunststoff, vernünftig konstruiert, sehr gut abfangen kann. Und wenn ihr auch mal irgendwelche verrückten Fälle habt, wo ihr eigentlich denkt, das geht nicht, dann fragt uns doch zumindest mal. Wenn du mehr zum Thema Faserverbundwerkstoffe erfahren willst, dann abonniere den Kanal. Also das, was ihr hier gesehen habt, ist ja ein sehr spezieller Sandwich-Aufbau. Wir haben schon Sandwich-Aufbauten auch speziell, aber für andere Bereiche gemacht, für Fahrzeuge, für Schienenfahrzeuge. Das könnt ihr in diesem Video sehen.